In diesem Jahr feiert Sinn Spezialuhren das 25. Jubiläum der Frankfurter Finanzplatzuhr und nimmt dieses zum Anlass für 2 limitierte Varianten mit Zifferblatt in Silber und gebläuten Stundenmarkern und Zeigern. Ich bin Tobias aus der Redaktion von Armbanduhren und wir schauen uns die beiden Sinnneuheiten mit 38,5 und 41,5 mm Durchmesser jetzt genauer an. Erstmal gibt's einen kleinen Hintergrund, denn wie gesagt gibt es immerhin ein 25-jähriges Jubiläum zu feiern. Denn mit der Frankfurter Finanzplatzuhr hat Lothar Schmidt 1999 die erste elegante Anzugsuhr in die Taucher- und Fliegeruhren geprägte Kollektion von Sinn gebracht. Einerseits war dieser Schritt etwas ungewöhnlich, andererseits ist die Finanzplatzuhr mit ihrer Funktionalität mit Chronograph und separater zweiter bzw. dritter Zeitzone ebenfalls eine Art Toolwatch und das ist wieder ziemlich passend für Sinn. Der Gedanke war, eine Armbanduhr für Geschäftsleute und Banker zu schaffen, die mittels der GMT-Funktion die Uhrzeiten an den wichtigsten Börsenstandorten der Welt im Blick behalten wollen. Wer zum Beispiel in Frankfurt, New York und Tokio handelt oder dort im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen steht, kann mit dem 12-Stunden-GMT-Zeiger die Börsenzeiten genauso im Blick behalten wie anberaumte Termine. Aber auch im privaten Leben oder für Nicht-Börsenprofis ist eine zweite Zeitzone praktisch, etwa wenn man Freunde oder Familie im Ausland hat. Bei GMT-Uhren geht es im Moment immer öfter um sogenannte Travel-GMT-Uhren, also solche mit schrittweise verstellbarem Hauptstundenzeiger. Die lohnen sich, besonders wenn man aktiv selbst die Zeitzonen überschreitet, also verreist. Die Finanzplatzuhr ist eigentlich nicht so eine Uhr, sondern eine sogenannte Office-GMT. Meiner Meinung nach kann sie aber auch eigentlich beides. Denn die zweite Zeitzone wird nicht wie bei anderen GMT-Uhren im 24-Stunden-Format angezeigt, sondern dreht alle 12 Stunden eine Runde übers Zifferblatt. Dann muss man beim Reisen halt einfach den Stundenzeiger wechseln. Besonders cool ist übrigens, dass der GMT-Zeiger, wenn er nicht verwendet wird, beinahe komplett hinter dem Hauptstundenzeiger verschwindet. Seht ihr hier bei der kleineren Variante. Anzumerken wäre allerdings noch, dass das 12-Stunden-Format natürlich den Nachteil hat, dass man nicht weiß, ob es in der anderen Zeitzone gerade Tag oder Nacht ist. Allerdings kann man sich das natürlich auch einfach denken. Falls ihr euch auch lieber mit mechanischen Uhren beschäftigt als mit Smartwatches und Quarztickern, schaut doch auch mal in ein echtes Magazin zum Thema. Vor ein paar Tagen kam die neue Ausgabe von Armbanduhren raus und darin gibt's natürlich auch sehr interessante Artikel zu entdecken. Zum Beispiel unser Vergleich zwischen dem Black Bay Chrono und der Carrera Glassbox von Tudor und Tag Heuer. Und ja, wir haben auch ein E-Paper. Die App findet ihr bei Google Play und natürlich im App Store. Links gibt's aber auch in der Beschreibung. Aber zurück zu den Sinnneuheiten. Inzwischen ist die Frankfurter Finanzplatzuhr jedenfalls ein fester Bestandteil der Kollektion. Neben zahlreichen Varianten mit unterschiedlichen Funktionen stehen besonders die beiden Modellreferenzen 6000 und 6099 im Mittelpunkt. Sie unterscheiden sich hauptsächlich beim Durchmesser von 38,5 bzw. 41,5 mm und wurden bereits in Schwarz, Blau und Braun gebaut. Zum Jubiläum setzt Sinn die beiden Uhren mit Chronographenfunktion und schrittweise verstellbarem GMT-Zeiger im 12-Stunden-Format zum ersten Mal in einer hellen Variante um. Durch den innenliegenden Drehring, der über die zusätzliche Krone bei 10 Uhr verstellt werden kann und das schrittweise, dient zum Beispiel dazu, noch eine dritte Zeitzone zu beobachten. Hier habe ich zum Beispiel mal die Zeitzonen von Frankfurt, New York und London eingestellt. In Frankfurt ist derzeit UTC plus 2, in unserem Beispiel also 10 nach 10. Das bedeutet, dass in New York, wo es wegen UTC minus 4 ganze 6 Stunden früher ist, erst 4:10 Uhr ist und in London, wo gerade UTC plus 1 gilt, 9:10 Uhr ist. Das Zifferblatt der beiden Finanzplatzuhren und der Drehring sind galvanisch versilbert und mit einem Sonnenschliff verziert. Die zurückgesetzten Totalisatoren sind außerdem mit einer feinen Riffelstruktur verziert und gebläute Zeiger und Stundenmarker, die jeweils mit Leuchtmittel besetzt wurden, sorgen für einen eleganten Kontrast zum silbernen Zifferblatt. Eine Datumsanzeige zwischen 4 und 5 Uhr komplettiert dann noch den Funktionsumfang. Natürlich gibt es dann hier auch noch die Aufnahme in Dunkeln vom Modell 6000 und hier
ist natürlich sehr ähnlich von der 6099. Auf der Rückseite beider Größenvarianten zeigt sich das Automatikkaliber LJP L100 von La Joux-Perret. Seine Schwungmasse ist mit einer goldenen Gravur der Frankfurter Skyline verziert und trägt zudem die Angabe zur Limitierungsnummer. Im Gegensatz zu früheren Versionen der Finanzplatzuhr, die noch mit modifizierten ETA 7750 Kalibern ausgestattet waren, bietet das amagnetische LJP L100 darüber hinaus eine Steuerung der Chronographenfunktion per Säulenrad, welches prominent gegenüber der Unruh zu sehen ist. Falls euch solche Details genauso gut gefallen wie mir, abonniert doch unseren Kanal, gebt dem Video ein Like und schreibt mir einen Kommentar unter das Video. Während die 41,5 mm Variante glatt 15 mm in der Höhe misst, sind es bei der 38,5 mm Version sogar 15,5. Durch die aufwendige Gehäusekonstruktion mit relativ flachem Mittelteil und den stark gewölbten Gläsern wirken die beiden Varianten optisch jedoch viel flacher. Falls euch dazu noch der Lack-to-Lack-Abstand interessiert, also der Abstand zwischen den Hörnern, dann liegt dieser bei ungefähr 45 bzw. 47 mm. Dazu und noch zum Tragekomfort tragen die stark gebogenen Bandhörner bei. Beide Varianten sind mit dem etwas eleganteren, feingliedrigen Massivband von Sinn mit Doppelfaltschließe ausgestattet, werden aber in einer großzügigen Holzbox jeweils mit Lupe, Federstegwerkzeug, Reinigungstuch und auch noch einem zusätzlichen schwarzen Lederband ausgeliefert. Der Preis der Jubiläumsmodelle liegt in diesem Paket bei 4.450 bzw. 4.690 € und damit ein kleines bisschen über den UVPs für die schwarzen Kollektionsmodelle. Tja, das war's auch wieder zu den neuen und limitierten Finanzplatzuhren, aber zum nächsten Video geht's direkt hier. Vielleicht sehen wir uns da ja wieder. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.